Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch Doppel. Ich bin Maria. Und ich bin Lukas. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Unser Leben heute. Genau, Lukas. Wir wollen heute darüber sprechen, wie unser Alltag aussieht, was sich vielleicht verändert hat und was uns wichtig ist. Vielleicht erkennt ihr euch ja in einigen Situationen wieder. Ich finde das Thema spannend, weil sich das Leben immer wieder verändert. Manchmal merkt man das gar nicht sofort. Erst wenn man darüber nachdenkt, sieht man, wie unterschiedlich das Leben heute im Vergleich zu früher ist. Das stimmt. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass mein Alltag heute viel schneller ist als früher. Aber bevor wir tiefer einsteigen, erzähle ich kurz, wie mein Tag normalerweise aussieht. Mein Tag beginnt meistens um 7 Uhr morgens. Ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und frühstücke. Danach lese ich oft kurz die Nachrichten auf dem Handy, damit ich weiß, was in der Welt passiert. Dann gehe ich zur Arbeit. Ich arbeite in einem Büro, also sitze ich viel am Schreibtisch. Nach der Arbeit gehe ich oft spazieren oder treffe Freunde. Abends koche ich gern oder lese ein Buch. Und manchmal schaue ich auch eine Serie. Bei mir sieht der Tag ein bisschen anders aus. Ich bin oft schon um 6:30 wach, weil ich früh Sport mache. Ich gehe joggen oder mache Yoga, damit ich fit bleibe. Danach dusche ich und frühstücke. Ich arbeite als Lehrer, deshalb bin ich tagsüber meistens in der Schule. Nächsten Tag vor? Abends versuche ich, Zeit für meine Hobbys zu finden. Ich spiele zum Beispiel Gitarre oder koche etwas Neues. Das klingt nach einem vollen Tag. Ich finde es interessant, wie unterschiedlich unser Alltag ist, obwohl wir beide in der gleichen Stadt leben. Ja, und trotzdem gibt es viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel versuchen wir beide nach der Arbeit Zeit für uns selbst zu finden. Das ist gar nicht so leicht, wenn der Tag schon so voll ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Zeit einfach zu schnell vergeht. Ich frage mich oft, wo ist die Woche schon wieder geblieben? Das kenne ich gut. Ich glaube, das liegt daran, dass wir heute viel mehr Möglichkeiten haben als früher. Es gibt so viele Angebote, so viele Dinge, die man machen könnte. Da fällt es schwer, sich zu entscheiden. Genau, und manchmal möchte ich am liebsten alles machen. Aber das geht natürlich nicht. Deshalb versuche ich, Prioritäten zu setzen. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Leben in den letzten Jahren sehr verändert hat. Früher hatte ich mehr Freizeit. Heute muss ich meine Zeit besser planen, damit ich alles schaffe, was ich machen möchte. Geht mir genauso. Früher, als ich noch studiert habe, hatte ich mehr Zeit für Freunde und Hobbys. Jetzt muss ich oft überlegen, wie ich meine Termine organisiere. Ich benutze einen Kalender, damit ich nichts vergesse. Ich glaube, das ist typisch für das Erwachsenenleben. Man hat mehr Verantwortung und muss viele Dinge selbst entscheiden. Aber manchmal wünsche ich mir, ich hätte mehr Zeit für mich. Ja, das kenne ich. Manchmal denke ich, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich vielleicht ein neues Hobby anfangen oder öfter reisen. Aber im Moment ist das schwierig. Vielleicht sollten wir beide versuchen, uns kleine Pausen im Alltag zu nehmen. Das ist wichtig, damit man nicht gestresst ist. Absolut. Ich habe vor kurzem angefangen, jeden Tag 10 Minuten zu meditieren. Das hilft mir, ruhig zu bleiben, auch wenn es stressig wird. Ich habe angefangen, am Wochenende das Handy öfter auszuschalten. Das tut mir gut, weil ich dann mehr im Moment lebe und nicht ständig Nachrichten lese. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, viele Menschen sind heute fast immer erreichbar. Aber manchmal ist es besser, einfach mal abzuschalten. Maria, was ist dir heute besonders wichtig in deinem Leben? Mir ist es wichtig, dass ich Zeit mit Freunden und Familie verbringe.
Außerdem möchte ich gesund bleiben und mich weiterentwickeln. Ich versuche, neue Dinge zu lernen, zum Beispiel eine Sprache oder ein Instrument. Das finde ich toll. Für mich ist es wichtig, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich tue. Ich möchte gerne Menschen helfen, deshalb arbeite ich als Lehrer. Außerdem ist es mir wichtig, dass ich genug Zeit für Sport und meine Hobbys habe. Ich glaube, das ist für viele Menschen wichtig. Vielleicht könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch kurz überlegen, was ist euch heute wichtig? Was hat sich vielleicht verändert im Vergleich zu früher? Ihr könnt euch dazu Notizen machen oder mit jemandem darüber sprechen. Manchmal merkt man erst dann, was einem wirklich wichtig ist. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mir kleine Dinge im Alltag inzwischen mehr bedeuten als früher. Ein Spaziergang im Park oder ein gutes Gespräch mit einer Freundin, das macht mich glücklich. Das sehe ich genauso. Früher wollte ich immer viel erleben und verreisen. Heute genieße ich es, einfach zu Hause zu sein und zu lesen oder Musik zu hören. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Alters. Was meinst du, Lukas? Ja, das stimmt. Als ich jünger war, wollte ich immer unterwegs sein. Jetzt mag ich es, wenn ich Zeit für mich habe. Aber ich glaube, das ist bei jedem Menschen anders. Wir machen jetzt eine kleine Übung. Überlegt euch, wie sieht euer typischer Tag aus? Wann steht ihr auf? Was macht ihr morgens, mittags und abends? Versucht das in 3 bis 5 Sätzen auf Deutsch zu erzählen. Ihr könnt das gern laut sagen oder aufschreiben. Ihr könnt zum Beispiel so anfangen: Mein Tag beginnt um 7 Uhr. Nach dem Frühstück gehe ich zur Arbeit. Am Abend entspanne ich mich mit einem Buch. Oder: Ich arbeite von zu Hause aus und mache mittags eine Pause im Park. Denkt dabei auch an die Vergangenheitsformen. Zum Beispiel: Gestern bin ich später aufgestanden als sonst. Oder: Letzte Woche habe ich meine Freunde getroffen. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Sätze später in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns immer, etwas von euch zu lesen. Vielleicht könnt ihr auch vergleichen, wie euer Tag heute aussieht und wie er früher war. Was hat sich verändert? Gibt es etwas, das ihr heute anders macht als früher? Das ist eine gute Idee. Ich habe zum Beispiel früher nie gefrühstückt, aber heute ist mir das Frühstück sehr wichtig. Was machst du eigentlich, wenn du mal frei hast? Gibt es etwas, das du nur machst, wenn du wirklich Zeit hast? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich richtig frei habe, gehe ich gern wandern. Ich liebe die Natur und kann dabei gut entspannen. Manchmal fahre ich auch ans Meer, wenn ich ein ganzes Wochenende Zeit habe. Aber das kommt nicht so oft vor. Das klingt schön. Ich gehe gern ins Kino oder treffe mich mit Freunden zum Essen. Aber manchmal bleibe ich auch einfach zu Hause und mache nichts. Das tut auch mal gut. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich Zeit für Entspannung nimmt. Viele Menschen haben heute so viel zu tun, dass sie vergessen, Pausen zu machen. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu entspannen. Manche machen Sport, andere hören Musik oder lesen. Was macht ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr entspannen wollt? Vielleicht habt ihr ein besonderes Ritual? Schreibt uns gern eure Tipps für Entspannung in die Kommentare. Vielleicht können wir alle voneinander lernen. Ich habe zum Beispiel angefangen, jeden Abend ein kleines Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Das hilft mir, den Tag positiv abzuschließen. Das ist eine schöne Idee. Ich versuche manchmal, vor dem Schlafengehen keine elektronischen Geräte mehr zu benutzen. Das hilft mir, besser einzuschlafen. Manchmal ist es gar nicht so leicht, Arbeit und Freizeit ins Gleichgewicht zu bringen.
Ich habe oft das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit für mich habe, weil die Arbeit so viel Platz im Leben einnimmt. Das geht vielen Menschen so. Ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst Zeit für Freizeit zu nehmen, damit man nicht nur arbeitet. Ja, und manchmal muss man auch lernen, Nein zu sagen. Früher habe ich oft zu vielen Dingen Ja gesagt und war dann gestresst. Ich kenne das. Heute versuche ich, mir feste, freie Zeiten einzuplanen. Zum Beispiel gehe ich jeden Donnerstagabend zum Sport, egal wie viel ich zu tun habe. Ich glaube, solche festen Termine helfen, wirklich Pausen zu machen. Sonst schiebt man die Freizeit immer weiter nach hinten. Genau. Und wenn man entspannt ist, kann man auch besser arbeiten. Das ist wie ein Kreislauf. Lukas, hast du Pläne für die Zukunft? Gibt es etwas, das du gern machen würdest? Ja, ich habe viele Pläne. Ich möchte zum Beispiel in Zukunft mehr reisen. Ich war noch nie in Südamerika, aber ich träume davon, einmal nach Peru zu fliegen und Machu Picchu zu sehen. Das klingt spannend. Ich würde gern irgendwann ein eigenes kleines Café eröffnen. Ich liebe es zu backen und möchte einen Ort schaffen, an dem sich Menschen treffen können. Das ist eine tolle Idee. Vielleicht hast du ja Glück und dein Traum wird wahr. Ich hoffe es. Aber ich weiß auch, dass es nicht einfach ist. Man muss viel planen und sparen. Trotzdem finde ich es wichtig, Träume zu haben. Ich auch. Und manchmal hilft es, kleine Schritte zu machen, damit man sein Ziel erreicht. Zum Beispiel könnte ich schon jetzt anfangen, Spanisch zu lernen, damit ich mich in Südamerika verständigen kann. Genau. Und ich könnte vielleicht schon mal einen Backkurs machen, damit ich neue Rezepte lerne. Ihr könnt euch jetzt auch überlegen, was würdet ihr gern in der Zukunft machen? Gibt es einen Traum, den ihr habt? Schreibt ihn gern auf. Ich finde es auch spannend, darüber nachzudenken, wie das Leben in 10 Jahren aussehen könnte. Manchmal stelle ich mir vor, wie mein Alltag dann sein wird. Vielleicht habe ich dann eine Familie oder lebe in einer anderen Stadt. Ich glaube, es ist gut, Träume zu haben, auch wenn sie sich mit der Zeit ändern. Früher wollte ich zum Beispiel unbedingt in einer Großstadt leben. Heute gefällt mir das Leben in einer kleineren Stadt viel besser. Ja, Wünsche und Pläne verändern sich manchmal. Aber das ist auch spannend, weil das Leben nie stillsteht. Wir machen noch eine kleine Übung. Überlegt euch 2 Sätze mit würde oder könnte. Zum Beispiel: Ich würde gern mehr reisen oder ich könnte ein neues Hobby anfangen. Mit würde und könnte benutzt ihr den Konjunktiv 2. Das ist eine Form, mit der man Wünsche oder Möglichkeiten ausdrückt. Zum Beispiel: Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich öfter ins Theater gehen. Oder: Ich könnte einen Sprachkurs machen, wenn ich genug Geld hätte. Versucht eure Sätze zu formulieren. Ihr könnt sie auch in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch überlegen, was ihr machen würdet, wenn ihr einen Tag frei hättet. Oder was ihr machen könntet, wenn ihr eine neue Sprache sprechen würdet. Maria, wenn du an dein Leben vor 5 Jahren denkst, was ist heute anders? Vor 5 Jahren habe ich noch studiert. Damals hatte ich mehr Freizeit, aber auch mehr Unsicherheit. Heute habe ich einen festen Job und mehr Verantwortung. Aber ich bin auch selbstständiger geworden. Bei mir ist es ähnlich. Früher habe ich in einer anderen Stadt gewohnt. Ich hatte einen anderen Freundeskreis und andere Hobbys. Heute habe ich neue Freunde und andere Interessen. Ich finde, das Leben verändert sich ständig. Ja, und manchmal ist das auch gut so. Veränderungen können Angst machen, aber sie bringen auch neue Chancen. Genau. Ich glaube, es ist wichtig, offen zu bleiben für Neues. Dann kann man das Leben genießen, auch wenn nicht immer alles perfekt ist.
Ich habe auch gemerkt, dass ich heute anders über manche Dinge denke. Früher war mir zum Beispiel Karriere sehr wichtig. Heute finde ich es wichtiger, dass ich zufrieden bin und Zeit für die Menschen habe, die mir wichtig sind. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, viele Menschen erleben solche Veränderungen, wenn sie älter werden oder neue Erfahrungen machen. Es gibt auch Dinge, die gleich geblieben sind. Ich liebe zum Beispiel immer noch Musik und das Reisen, auch wenn ich heute weniger Zeit dafür habe. Ich habe immer noch Kontakt zu einigen Freunden aus meiner Schulzeit. Das finde ich schön, weil es mir zeigt, dass manche Dinge im Leben konstant bleiben. Wir haben heute über unser Leben heute gesprochen. Wir haben erzählt, wie unser Alltag aussieht, was uns wichtig ist und was sich verändert hat. Wir haben auch über Träume und Pläne gesprochen und kleine Übungen gemacht. Vielleicht habt ihr ja Lust, eure Gedanken mit uns zu teilen. Denkt daran, jeder Tag ist anders und das Leben verändert sich immer wieder. Wichtig ist, dass ihr euch Zeit nehmt für das, was euch glücklich macht. Und vergesst nicht, auch kleine Veränderungen im Alltag können viel bewirken. Vielleicht probiert ihr diese Woche mal etwas Neues aus. Schreibt uns doch in die Kommentare. Wie sieht euer Alltag heute aus? Was ist euch wichtig? Habt ihr einen Traum für die Zukunft? Oder schreibt uns eure Sätze mit würde oder könnte. Ihr könnt auch erzählen, was sich in eurem Leben verändert hat oder wofür ihr dankbar seid. Wir freuen uns auf eure Antworten. Das war's für heute bei Deutsch Doppel. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!